Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Wenn ich hier gerade vorne bin, kann ich ja gerade mal in die Ausrüstungsstation gehen und meine neue Schrotflinte ausstatten. Schrotflinte, die Crusader. Ich sehe auch gerade... Ah, okay. Ich kann diese Waffenmodifikation, also Waffenverbesserung eher gesagt, in die Waffe beim Craften einbauen und dann kann ich zusätzlich noch Modifikationen machen. So, Mods. Langer Lauf, Schrotflintenschaden, weniger Präzision, Reservemunition auf jeden Fall. Und versuchen wir das doch mal. Vom Langlauf sehe ich nicht viel. Es wird wahrscheinlich aber auch erstmal eine Weile dauern, bis ich die Schrotflinte tatsächlich im Feld testen kann. Hier oben habe ich eigentlich alles. Da gehe ich gerade mal mit der Leiter runter. Quit worrying, Rushan. It'll be fine. Right. Have you settled in yet? Yeah, got all my stuff here. And your repair kit, spare parts? I carry that emergency kit you put together all the time. Good. Good. I'll check in with you later. Ist das ein... Nee, das ist kein Atlas. Was ist das? Diese komische Statue, das sieht auch wieder aus wie aus irgendeinem Spiel, was ich jetzt aber gerade nicht kenne. Sonderlieferungslager. Oh. 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 Einiges. Vielleicht sollte ich nochmal meine Sachen anschauen. E-Mail-Terminal, wahrscheinlich nichts Neues. Spiritualität von Suvi an Ryder. Meine liebste Ryder, ich bin so froh, dass wir uns vorhin unterhalten haben. Sie glauben ja gar nicht, wie oft ich mich für mich und meine Gefühle von anderen Leuten gegenüber rechtfertigen musste. Da offenbart man eine einzige Sache über sich und die Leute glauben sofort 1000 andere Sachen zu wissen. Ich kann an eine höhere Macht glauben und trotzdem in der Wissenschaft tätig sein. Ich meine, ich kann doch mehr als einen Kittel tragen oder vielleicht eher mehr als eine Uhr. Das kann ich doch und es senkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu spät komme. Das war seltsam. Ich habe mit Gil Schokolade gegen sein selbstgemachtes Bier getauscht. Ist ziemlich stark. Okay, Gil ist Bierbräuer. Sonst irgendwelche Informationen hier noch? Garderobe gibt es, glaube ich, was Neues. Hoodie. Sieht auch nicht so schlecht aus. Ach komm, wenn wir haben. Ja, hier würde so Einfärben der Rüstung Sinn machen. Wenn man halt so... Autotönung. Wenn man halt so verschiedene Sachen anhat. Eigene Tönung. N7. Autotönung. Standardtönung. Machen wir mal die Autotönung rein. Ich schaue gerade mal im Inventar, was ich alles an Zeugs gekriegt habe. Fähigkeiten gibt es nichts Neues. Pathfinder Ranger. Sieht ziemlich gleich aus. Schaden gleich, Fallgeschwindigkeit geringer, Magazingröße größer und Gewicht ist geringer. Das würde schon Sinn machen für einen Biotiker. Pathfinder Pioneer. Vergleichen mit der Crusader. Macht weniger Schaden, hat eine höhere Feuergeschwindigkeit, bla bla. Das sind Sachen, die ich jetzt durch den Release gekriegt habe. Deswegen waren die vorher auch noch nicht da gewesen. Genauso auch wie der Pie-Check, den ich abholen kann. Aber wahrscheinlich werde ich die ganzen Sachen hier auch zerlegen. Weil ich brauche kein Sturmgewehr, beziehungsweise ich lasse die erstmal alle im Inventar. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das zerlegen kann. Aktionsgewehre werde ich wahrscheinlich auch nicht gebrauchen, aber ich behalte trotzdem mal, doch mal. Ja, die Andromeda-Waffen sehen nicht gerade geil aus, muss ich sagen. Mods behalte ich auch mal alle. Panzerung, Helm. Scavenger-Helm. Oh, boah. Waffengewicht.
Die Autorecycling-Technik und Kampfinterface-Panzerung, deren offizielle turianische Name nur unwesentlich weniger sperrig ist, wird von den meisten Leuten schlicht als Scavenger-Kampfanzug bezeichnet. Der in der Milchstraße ursprünglich von Armax Arsenal gebaute Scavenger beinhaltet quarianische Technologie, die die Analyse, Nutzung und Integration fremder Komponenten vereinfacht. Die Initiative erhielt einige Exemplare dieses Anzugs von einem anonymen turianischen Spender. Weltraumforscherhelm. Was hat sie? Oh. Kann ich das nicht also Waffengeschwindigkeit, Waffengewicht, maximale Munition, Verkaufspreis plus 10%. Ah, Verkaufspreise plus 10%. Weltraumforscher, Panzerung sieht nicht schlecht aus. Erhöhter Waffenschaden. Ah, das würde mir tatsächlich mehr bringen. Relikte und Chitin. Besserungen. Ja. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich wieder an eine Station gehen und das umausstatten. Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Rosen. Who were you talking to? Kesh, Nexus Superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Kein Ärger klingt perfekt. I like the no trouble plan. How about we stick with that? Kesh said not too much trouble, kid. Not no trouble. You can't make sure some trouble's always coming for you. That's not reassuring. Life out here ain't reassuring. You'll get used to it. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Die Nexus hat Vorräte. Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus. We did, but there weren't a lot of options. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Und was mit Cash? Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rushan, you wouldn't have had much of a station to tie your ship to. As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at, for one. Die Nexus braucht sie. Krogan could have made a real difference on the Nexus. Staying under those conditions would have just resulted in another mutiny. We have a much better shot at something good out here. Can't argue with that. So, Truck. Ryder, you meet Spender yet? Colonial Affairs, the ass in Assistant Director. Got no idea why Addison keeps him around. Spender lied to the Krogan during the uprising, and he's headed out for cash ever since. He's up to something. I just can't prove it. We should pay him a visit on the Nexus. Kriegsgeschichte. Got any stories or advice to share? Does a piejack scratch its butt? Kampftipps. Anything about the Ket? Or combat in general? Well, common Ket are pretty straightforward. Hit them hard enough, they die like anything else. Weitere Kampftipps. Tell me more about fighting Ket. Wraiths are sneaky little shits, like to ghost up behind you when you least expect it. Just listen for them. They tend to give themselves away right before coming at you. Break through their head plates, then a headshot should do the trick. Ich möchte was anderes fragen. Cash. What's it like to have Kesh as a granddaughter? Kesh is my Rushan, child of my blood. Raised her myself. Damn proud of her too. She did good, even with me for a granddad. Ich mag sie. She's honest. Definitely blunt. She had to take after me in some ways, I guess. Sam. Did Lexi brief you on Sam and squad connectivity yet? Yeah. You want to hook that thing up to my comms, sure, but that's where it stops. Putting an AI in your head,
Giving it access to everything like that, it's begging for trouble. Wem sagen Sie das? I'm not thrilled about it myself, but it is what it is. Just make sure it can't unshackle itself. There'll be hell to pay if that happens. Erzählen Sie mir von sich. I'd like to know more about you. Fire away. Kampferfahrung? So, about all this combat experience you have, I'd love some details. Ha! The list will be shorter if you ask me what experience I don't have. I've been doing this for a long time now. Centuries. Shit, well over 1,000 years. Don't even know how I'm still alive, to be honest. Skill? You need luck to be a merc. Skill, sure, but a whole lot of luck. And a really hard head. Sie kennen Vitra? How did you and Vetra meet? Huh, that's right. Your father brought you into the project pretty late, didn't he? Must have been a pretty steep learning curve since they thawed you out. You could say that. You make do with what you get. Anyway, I met Vetra back when we were building the Nexus. She swiped supplies I was trying to get for cash right under my nose. I tried to intimidate her into turning them over to me, and let me tell you, that Turian takes shit from no one. Ja, das glaube ich gern. I have no problems believing that. Yeah, she told me off good. But here's the best part. She waited until I saw her again in Kesh's office, no less, to tell me she'd been working for Kesh all along. They're both still laughing at me over that. Gorganische Kolonie? Tell me more about the Krogan colony. My clan's there. We also got some scouts looking for any unclaimed territory to grab up. Got a decent setup going. Self-sustainable, the works. Even some farming. Farming? Krogan farm? Food's food. Just because we can eat anything doesn't mean we gotta settle for scraps. I'm pretty fond of Corcrow roots myself. Takes a while to chew through those. Ich habe noch weitere Fragen. Aufstand auf der Nexus. Why did the Krogan leave the Nexus? The Nexus got us Krogan to stop the mutiny. In return, we were supposed to get a say in station business. Spender, Addison's assistant, lied about the deal, and Tan came down hard. Too hard. So we left. Kesh is alone on that station now. Wie kommen Sie mit Politik zurecht? Do you think Kesh can handle station politics? Kesh can handle anything. Thing is, Spender's a liar and a coward. He was part of the mutiny, I know he was. A lot of people got hurt because of him, on both sides. So what's my part in this? Things need to get sorted out, and my clan needs to get back on station, without Spender messing things up. Way I see it, you're probably the best one for that job. Wir reden später weiter. We can talk more later. Sure. Hey, one last thing. Yeah? Nennen Sie mich nicht Kleine. Nennen Sie jede Kleine? Is everyone a kid to you? Ha, when you get to be my age, yeah, pretty much. Spender auf der Nexus finden. Niemand im Bad. Niemand in Crewquartier. Abendessen heute, null Eintrag. Tut mir leid, Leute. Ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Ration ist noch nicht ausgepackt. Hallo. Kommentar, kein Ding, hallo. In der Küche stehen Suppe. Rechtsdrehend und linksdrehend für mich und Obstsalat, Vetra. Und wir waren beinahe uns ohne sie, wir wären beinahe ohne sie gestartet, Kalo. Ich habe gestern in der Nähe der Biolabs eine Kaffeetasse gefunden. Cooles Ding mit magnetischen Sockel. Klebt seitlich an einem Schrott. Cora. Das gehört mir. Ich habe sie abgestellt, weil ich die Hände voll hatte. Nächstes Mal vielleicht vorher austrinken? Okay. Ja, die Übergänge müssen noch ein bisschen feiner gemacht werden. Zwischen so Terminal-Einträgen. Medbay.
Zwischen Terminal-Einträgen und halt wieder den freien Rumlaufen. Datapad. Kein alter Mann, der eine... Sie schafft, dass sie brauchen. Ah, okay, das hatte ich auch schon mal gelesen gehabt. Datenpad liegt hier immer noch rum. Sieht aus wie eine Solarlandschaft oder irgendwas in der Art. Wen haben wir hier hinten noch? Müsste Vetra, Liam und Gil sein. Who touched my stuff? Stop touching my stuff. We're a team. Team touched. It's like flying a school bus. So help me, I will turn this ship around. Ja, den Dialog hatte ich auch schon mal vorher gehabt, als ich ein bisschen technisch ausprobiert hatte. Und da war Pibi noch kein Crewmitglied gewesen und trotzdem über das Intercom sich hier in diese Unterhaltung eingeschaltet. Liam, was gibt's Neues? Außer der Abfrau. Prodromos. Sounds good, doesn't it? We started Pathfinder. A new life. That is goddamn brilliant. Ich bin an ihn interessiert. Meine Rolle als Pathfinder. Just wondering what you think of how I'm doing at the job. I'm committed to the initiative. You're Pathfinder. It's as simple as it gets. Auf Wiedersehen. We'll talk later. I know it. Terraforming, Atmo processors, gravity wells, life-destroying murder bubbles. We really had no idea what Heleus was about, did we? Deshalb ist es ja auch ein Abenteuer. If we knew what it was all about, it wouldn't be an adventure. It would just be moving, and everyone hates moving. Just the packing alone. Bleh. Point taken. I'm just saying. I really hope you have a plan, Ryder. Der Plan ist, ein Zuhause zu finden. The plan's the same. We find a home. Whatever that takes. Keep that drive. Makes me believe we can make it. I mean, we have to make it. The alternative is not even worth thinking about. Jetzt sind sie vergeben. Have anyone else here with you? Besides Sid? No, just me and Sid. It's always been just the two of us. No, I mean someone special. Special? Oh. You mean like... Oh. No, nothing like that. Who has time? What about you? Ich hoffe, ich finde bald jemanden. Anywhere's gonna feel empty if you don't have someone to share it with. A romantic? I wasn't expecting that. Then again, the entire idea of leaving everything you know for a chance at something new is kind of romantic. Anyway. Lass sie dann mal wieder in Ruhe. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Okay, interessant. Ich wurde nicht direkt abgeschmettert. Hier gibt es auch nichts Neues. Reden wir mal mit Gil. Auch eine sehr wichtige Entscheidung herauszufinden, mit wem man denn halt jetzt eine Beziehung eingeht. Es wäre kein Mass Effect ohne Beziehungen. Long time no chat. What's up? Sie und Kalo. Out with it already. What's the deal with you and Callow? Anything I should be concerned about? Twist my arm, why don't you? It's contrasting styles more than anything. He's a blueprint guy. I'm gears and guts. Got ink on his digits, not grease up to his elbows. If you didn't have me to balance him out, you might be in trouble. Heck, maybe that goes both ways. Die Tempest? I hear we have you to thank for getting the Tempest space ready so quickly? Vetra brings her impossible feats to me. I was itching to get this particular call. Capital R ready. Don't tell her, but the truth is, I fudge reports to come in early, then bust ass in secret to make up for it. Expands the guild legend. Plus, I convey calm and assurance, and the whole team relaxes, which helps them do their jobs better. Ihr Freundeskreis? What's your social circle like? I'm good for a laugh, so I know lots of people, but I don't let too many in. My one true friend is stationed on the Nexus. She's the only piece of the Milky Way I brought with me. The more you and I get to know each other, the more you'll probably hear about her. Die Nexus. How tough was it on the Nexus all those months? Have you ever eaten overcooked space cow tongue? Nein.
Can't say I have. Well, let me tell you, it's tough. Wondering if you're gonna die from a critical malfunction, or maybe starvation, imagining which would be worse. But hey, you could always take a break from the fear and boredom to dwell on being a part of the biggest failure in galactic history. Maybe even participate in a revolt. What was your take on that? I didn't place any bets, if that's what you're asking. Truth is, I don't think anyone made out particularly well. Whatever side you're on, you die a little when your brother, your teammate, becomes an enemy. We traveled all this way, all hope and wonder, and we end up fighting with each other over scraps. It's sad. Wir unterhalten uns später. Good talking to you, Gil. Anytime. Haben wir sonst noch irgendwelche interessanten Sachen? Unser Antrieb. Nee, sieht nicht danach aus. Dann kann ich ja gerade wieder weiter nach vorne gehen. An die Steuerkonsole. Gehst du auf? Sesam, öffne dich. Hallo? Versuchen wir es halt andersrum. Das war gerade sehr merkwürdig gewesen, da ich da hinten nicht durch die Tür gekommen bin. Ah, Moment. Ich gehe gerade nochmal an die Ausrüstung. Weil da kann ich jetzt erstmal schauen. Nomad hatte ich ja noch irgendwas. Berührung des Mieders. Kann das Ding leider nicht drehen. Tabula Rasa hatte ich schon. Ich lasse das Platin. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich an meine Rüstung gehen. Scavenger Helm. Scavenger Panzerung. Ah, okay. Der übernimmt automatisch. Aha, okay. Der hat jetzt halt hier die Beine, Arme auch dazugehörig gemacht. Ah, okay. Das ist ein ganzes Set sozusagen. Schau ich nochmal, wie das mit dem anderen Helm ausschaut. Ui, 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 ui. Was macht der nochmal? Waffengewicht und maximale Munition und der macht Begegnungs-EP erhöhen. Ich glaube, der war auch mit Begegnungs-EP. Ja, das ist das Set, was da zusammengehört. Boah. Ich glaube, das ist zurzeit die Ausrüstung, die mir am meisten bringt. Ach, komm, nehmen wir mehr EP. Alleine, weil es ein bisschen besser ausschaut. Teammitglieder bleiben. Ansonsten. Hebi kommt aus dem schwarzen Loch. Und da haben wir hier unsere Aufgaben auf der Tempest erstmal erledigt und wir schauen mal, was so in der Galaxie auf uns wartet in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.